Guten Tag, hier ist Susanne Brandner. Könnte ich bitte Kommissarin Rolfes sprechen? Guten Tag, Frau Rolfes. Nein, Alex ist nicht aufgetaucht. Aber ich habe auch keine Ruhe. Könnten Sie vielleicht einen Kontakt für mich herstellen? Ja, mit dem Arzt, der Alex in der Psychiatrie behandelt hat. Ja. Wer ist das? Susanne? Ja, sie will ich sprechen. Schick sie weg, bitte. Ich habe dir so viel zu sagen. Bitte, Lisa. Lisa, bist du noch dran? Ja. Ich wäre jetzt so gerne bei dir. Bist du deswegen ausgebrochen? Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist. Die ganze Zeit eingesperrt und kein Besuch. Susanne hat's dir verboten, stimmt's? Nein, ich hatte einfach Angst. Lisa, ich bin dein Vater. Du brauchst von mir doch keine Angst zu haben. Aber was du auf der Hochzeit getan hast, das... Selbst das geschah nur aus Liebe zu dir. Wie kannst du nur so etwas sagen? Und ich dachte, du bereust wenigstens, was du getan hast. Natürlich, mein Herz. Hat Arno meinen Brief nicht bekommen? In der Therapie habe ich wirklich große Fortschritte gemacht. Und wenn wir uns treffen, kann ich dir alles erklären. Uns treffen? Das kommt nicht in Frage. Lass Lisa in Ruhe, klar? Ich tue, was ich will. Alex, Alex. Meinst du, er kommt her? Papa läuft jetzt draußen rum. Und alle sind hinter ihm her. Wahrscheinlich hat er noch nicht mal Geld. Was erwartest du, Lisa? Dass ihm irgendjemand ein Spendenkonto einrichtet? Aber er bereut es doch. Und sein Arzt hat doch auch gesagt, Willst du dich verlassen? Du warst doch selbst dabei. Er wollte uns alle in die Luft sprengen. Er hat auf mich geschossen. Mein Vater wäre beinahe gestorben. Hör auf! Hör auf! Ich habe schon genug Angst. Entschuldigung, Kleines. Du hast ja recht. Ich weiß ja selbst, ich will mir das immer schönreden. Dabei weiß ich ganz genau, wie gefährlich er sein kann. Wir müssen uns trotzdem keine Sorgen machen. Die Polizei fährt alle halbe Stunde die Straße ab. Und in der übrigen Zeit? Alex weiß, dass er gesucht wird. Er wird nicht so dreist sein und herkommen. Sicher? Auch einen Schluck? Ist das Andi? Der arbeitet noch. Erwartest du sonst auch niemanden? Okay. Dann gehst du bitte nach oben, das ist mir lieber. Hey, ich bleib bei dir. Lars. Hallo. Schön, dich zu sehen. Hallo. Wen hast du denn erwartet? Naja. Deinen Ex-Mann? Hallo. Hallo. Gibt es denn Neuigkeiten von Alex? Er hat angerufen, vorhin. Er will Lisa sehen. Was? Weiß die Polizei davon? Natürlich. Ich muss sie benachrichtigen. Aber wieso denn? Die Kommissarin hat doch gesagt, dass sie nicht mehr machen kann. Trotzdem. Ich habe jetzt frei. Wenn ihr euch dann wohler fühlt, würde ich gerne hier bleiben. Mein lieber Schatz, ich habe schon mitbekommen, dass ihr alle in heller Aufregung seid, weil ich nicht mehr in der Psychiatrie bin. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich habe nicht vor, für Ärger zu sorgen. Ich will nur eins, dich sehen. Aber wie ich Susanne kenne, ist sie natürlich dagegen. Deswegen schreibe ich dir diesen Brief. Sag Susanne bitte nichts. Sie versteht sowieso nicht, wie sehr wir zwei uns brauchen. Ich melde mich, sobald ich weiß, wann und wo wir uns ungestört treffen können. Ich vermisse dich, mein Sonnenschein. Du bist doch alles, was ich noch habe. Der Arzt wird schon wissen, was er dir rät. Quatsch, Geldmacherei. Ah, du tust ja sowieso, was du willst. Bis dann. Dein Vater? Ja. Die Schussverletzung ist gut verheilt. Trotzdem muss er noch zur Reha. Und das sieht der alte Sturkopf natürlich nicht ein. Aber es geht ihm gut. Und das sind doch schon mal gute Nachrichten. Die einzigen. Du machst dir Sorgen um Lisa. Lisa, Paul. Aber manche Probleme muss man als Mutter scheinbar aussitzen. So schwer es fällt. Oder man geht den ersten Schritt. In Pauls Alter ist man sturer als der eigene Großvater. Eben.
Warum fragst du ihn nicht einfach, ob er sich mit dir trifft? Mehr als Nein sagen kann er nicht. Du musst ihn doch nicht gleich fragen, wann er wieder nach Hause zieht. Das kann ich mir eh abschminken. Ich will einfach nur wissen, wie es ihm geht. Na also, er muss es ja nicht gleich als Angriff werten. Zu verlieren habe ich nichts. Lisa, was ist denn? Papa war doch am Haus. Was? Dieser Brief hing am Fenster. Lisa hat Anspruch auf verstärkten Personenschutz. Wir sollten die Polizei benachrichtigen. Und wenn du zum Schein einem Treffen zustimmst? Du meinst, ich... Tut mir leid, das war nur so ein Gedanke, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, Alex eine Falle zu stellen. Ich kann Papa doch nicht so einfach verraten. Das erwartet doch auch keiner von dir. Ich habe auch schon einen Moment lang darüber nachgedacht, mit ihm zu reden, damit er sich freiwillig stellt, aber... Lisa, das ginge nur, wenn die Polizei eingeweiht ist. Du darfst nicht vergessen, dein Vater ist krank. Und er könnte sehr emotional reagieren. Tja, und er nimmt bestimmt keine Medikamente mehr, seit er aus der Psychiatrie ausgebrochen ist. Ihr meint, er könnte wieder einen schizophrenen Schub bekommen? Und das heißt, dass er zunehmend unzurechnungsfähig und gefährlich wird. Lisa, du darfst auf keinen Fall irgendwelche Alleingänge unternehmen. Versprichst du mir das? Und wenn du irgendwas vorhast, bitte sprich es vorher mit mir ab. Das ist ganz wichtig. Ja, versprochen. Solange du hier bist, kann dir nichts passieren. Deine Mutter ist da und ich kann auch jederzeit vorbeikommen. Ich weiß. Ich gehe jetzt wieder schlafen, ja? Gute Nacht. Schlaf gut. Das fehlt mir jetzt noch. Jetzt schleicht Alex auch noch auf unserem Grundstück rum. Willst du Carla nicht anrufen? Auf keinen Fall. Die würde in New York alles stehen und liegen lassen. Ich glaube, es wäre nicht schlecht für dich, wenn deine Frau an deiner Seite steht. Carla steckt bis zum Hals in Arbeit. Und sie ist schwanger. Ich will sie auf keinen Fall damit belasten. Vielen Dank, dass Sie so schnell reagiert haben. Ach, in Ihrem Fall war das absolut notwendig. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Das Haus wird ab jetzt rund um die Uhr bewacht. Aber falls Sie das Haus verlassen möchten, dann sollten Sie das nur in Begleitung tun. Klar. Ich schreibe dir für die Schule eine Entschuldigung, bis Sie Alex gefasst haben, ja? Das ist sicher nur eine Frage der Zeit. Ja, dann vielen Dank für die Mühe. Wiedersehen. So, ich muss jetzt auch in die Kanzlei. Sag mal, hast du Paul noch erreicht? Noch nicht, aber ich glaube, ich verschiebe das Treffen lieber. Meinetwegen? Ich lasse dich ehrlich gesagt ungern alleine. Susanne, das Haus wird bewacht und Andi kommt nach der Arbeit her. Trotzdem. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube auch, dass sie hier sicher ist. Es ist wirklich in Ordnung für dich? Natürlich. Triff dich ruhig mit Paul. Wenn was ist, du hast doch dein Handy dabei. Na, dann hoffen wir mal, dass dein Bruder überhaupt Lust hat, mich zu sehen. Hm? Du willst zurück nach Argentinien? Warum? Weil ich dort sehr glücklich war mit dir. Weißt du noch, wie ich dich von der Schule abgeholt habe? Wir sind dann meistens gleich zum Strand gefahren. Wir hatten dort eine ganz bestimmte Stelle, etwas unterhalb von dieser kleinen Tapas-Bar. Und ganz zufällig ist dann immer dieser Eisverkäufer vorbeigekommen. Du hast alle Sorten durchprobiert. Und sonntags wolltest du immer zum Chinesen, weil du so von seinen Glückskeksen begeistert warst. Ich habe dir gerne diesen Gefallen getan, obwohl sein Café fast so alt war wie er selbst. Du bist krank, Papa. Du brauchst einen Arzt. Ich brauche dich, Lisa. Mit dir zusammen zu sein und über alte Zeiten zu reden, das hilft mir mehr als jeder Arzt der Welt. Du musst eine Therapie machen. Du brauchst Leute, die was davon verstehen, Spezialisten. Ach, im Krankenhaus, die haben doch keine Ahnung. Das sind alles Anfänger, frisch von der Uni. Was wollen die mir schon erzählen? Nimmst du wenigstens deine Medikamente? Ja, natürlich. Ich will doch selbst, dass ich keinen Rückfall bei mir bekomme. Lisa, ich habe dir schon am Telefon erzählt, dass ich zutiefst bereue, was auf dieser Hochzeit passiert ist. Aber ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen. Woher willst du wissen, dass sowas nicht nochmal passiert? Wird es nicht. Ich schwöre. Vertrau mir, Lisa. Versprich mir, dass du dich behandeln lässt. Ich verspreche es. In der Klinik.
Und Papa, ich komme nicht zurück mit dir nach Argentinien, falls du das gedacht hast. Und wir beide treffen uns erst dann wieder, wenn du etwas gegen deine Krankheit tust. Susanne, jetzt pass mal auf. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, wusste Anne gar nicht, dass ich Schüler bin. Aber spätestens, als ihr das klar war, hätte sie die Bremse ziehen müssen. Das sagst du so leicht. Ich sag doch gar nicht, dass es leicht ist. Aber sie hätte eure Beziehung beenden müssen. Alles andere war unverantwortlich. Susanne, hi. Hi. Andi, was machst du denn hier? Ich denke, du bist mit Lisa verabredet. Ja, im Prinzip schon, aber sie hat jetzt kurzfristig abgesagt. Sie meinte, hier ist irgendwas Wichtiges dazwischen gekommen. Ich weiß, du hast hier deine Freunde, deine Schule, Susanne, Arno, Paul. Das willst du natürlich nicht alles verlieren. Meine Freunde sind in Argentinien. Ich hänge an ihnen genauso wie du an deinen. Ich muss nur noch das Geld zusammenkriegen, um dorthin zu kommen. Lisa, du bist die Einzige, die mir helfen kann. Wie stellst du dir das vor? Selbst wenn ich dir das Geld geben würde. Du kannst doch nicht einfach so in irgendein Flugzeug steigen. Natürlich nicht. Aber lass das mal meine Sorge sein. Also, kannst du mir Geld besorgen? 200 € würden schon reichen. Damit willst du fliehen? Ich weiß nicht, ob... Willst du, dass ich geschnappt werde? Sie mich wieder in die Klapse stecken? Da gibt es wenigstens Ärzte. Ärzte? Die lassen sich vielleicht einmal die Woche blicken. Höchstens. Der Rest der Zeit ist schlimmer als der Knast. Ich bin dort mit Mördern, Vergewaltigern und brutalen Schlägern zusammen. Alle vollgepumpt mit Medikamenten. Und trotzdem weißt du nie, was als nächstes passiert. Bitte hör auf. Gerade letzte Woche haben sie einen in einer Toilette mit seinen eigenen Schnürsenkeln aufgehängt. 2 Pfleger haben ihn gefunden, gerade noch rechtzeitig. Eine Minute später und es wäre vorbei gewesen. Ich habe gesagt, hör auf. Ich schwöre dir, eher mache ich Schluss, als in diese Hölle zurückzugehen. Sind Sie sich sicher, dass Lisa das Haus nicht verlassen hat? Das hätte ich gesehen, 100%. Dann haben wir uns umsonst Sorgen gemacht. Dankeschön. Wir sind wieder da! Wahrscheinlich hat sie einen MP3-Player wieder voll aufgedreht. Ich sehe mal oben nach. Okay. Ja, ich auch. Paul, danke, dass du mitgekommen bist. Selbstverständlich. Und? Wie war euer Gespräch? Ja, sobald es um Anne ging, hat er wieder dicht gemacht. Also keine Annäherung. Na, sagen wir, im Millimeterbereich. Lisa ist nicht da. Wenn meiner Tochter was passiert ist, mache ich sie persönlich dafür verantwortlich. Lisa ist erst 16. Und irgendwo da draußen läuft ihr Vater rum, ein unberechenbarer Psychopath. Ich will gar nicht daran denken. Vielleicht ist sie bei einer Freundin oder einfach nur einkaufen. Das hätte ich gesehen. Ach, hören Sie doch auf! Gar nichts haben Sie gesehen, sonst wäre Lisa noch hier. Hey, Susanne. Bei Alex ist sie bestimmt nicht. Sie weiß genau, wie gefährlich er ist. Das Risiko geht sie doch nicht ein. Und wenn er ihr aufgelauert hat und sie in seine Gewalt gebracht hat, vielleicht hält er sie in irgendeinem Keller gefangen, gefesselt und geknebelt. Und ich sehe sie nie wieder. Ich hab's jetzt zigmal probiert, sie geht nicht ran. Ja, wie denn auch, wenn sie gefesselt ist? Sie informieren jetzt Ihre Kollegen. Tja, und was... Bitte! Und wir suchen sie. Ja, und wo sollen wir anfangen? Wir klappern einfach das ganze Viertel ab. Besser als untätig rumzusitzen. Ist was? Lisa, Lisa, wo warst du? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ich war im Keller. Hab mich um die Wäsche gekümmert. Wieso? Was habt ihr denn gedacht? Und deswegen sagst du mir ab? Ich wollte einfach mal allein sein. Bist du mir jetzt böse? Nein, Quatsch. Ich verliere nur nicht gerne gegen eine Maschine Kochwäsche.
Hauptsache, du bist wieder da und alles ist gut. Na, Gregor? Ja? Machst du mir ein Bier? Ja. Und mir einen Karamellatte. Okay. Ich gehe mal kurz zur Toilette. Viel Spaß. Hast du eine Flasche Sekt für uns? Zum Mitnehmen? Ich schau mal eben nach, ja? Klar, Moment. Hi, alles klar? Na, mit dir? Ja, gut. Du, hast du noch mal mit Lisa gesprochen? Ach, gesprochen. Der habe ich so richtig die Hölle heiß gemacht, weil sie lieber ihren Waschtag hatte, als sich mit mir zu treffen. Nee, hast du nicht. Natürlich nicht. Du musst mich ja für ganz schön unsensibel halten. In der Situation? So, hier schon mal das Bier. Der Kaffee dauert noch 2 Sekunden, okay? Danke. Und der Sekt eiskalt. Super. Was gibt's denn Schönes zu feiern? Ich habe einen Job. Nein, herzlichen Glückwunsch. Das ging aber verdammt schnell. Ja, und das Witzige ist, das Angebot kam von einer privaten Sprachschule, bei der Anne sich gar nicht beworben hat. Die beste in Düsseldorf. Also ich meine, die sind so auf ihren guten Ruf bedacht. Da habe ich die Unterlagen natürlich erst gar nicht hingeschickt. Keine Ahnung, wie die auf mich gekommen sind. Sehr seltsam. Naja, Hauptsache, du kannst wieder unterrichten. Gehen wir rauf? Ja, wir feiern nur im engsten Rahmen. Natürlich. Hoffentlich schnappen sie Alex bald, damit wir alle wieder ruhig schlafen können. Das können wir garantiert bald wieder. Du bist so tapfer. Hast du gar keine Angst? Nö, Wo willst du hin? zu Andi. Und wie kommst du auf die Idee, dass ich dich heute einfach so gehen lasse? Was willst du machen? Wieder Paul als Aufpasser engagieren? Ich verstehe nicht, warum du so unvernünftig bist. Solange Alex Er ist bestimmt schon längst über alle Berge. Willst du mich etwa hier einsperren, bis du irgendwann einen Beweis dafür hast? Dann kann ich ja nie raus. Ich mache mir einfach Sorgen. Ja, toll. Und vor lauter Sorge geht meine Beziehung mit Andi den Bach runter. Willst du das? Das ist doch Unsinn. Andi kann gerne hierher kommen. Ich weiß nicht, ob er sich gern mit mir unter den Augen meiner Mutter trifft. Lisa, ich habe längst nichts mehr dagegen, dass Andi dein Freund ist. Also, wenn du ihn sehen willst, ruf ihn an. Muss das sein? Ich fürchte, du hast keine Wahl. Was machst du überhaupt noch hier? Willst du das wirklich wissen? Ich hab dir doch Geld gegeben. Damit müsstest du locker nach Argentinien kommen. Das schon, aber... Was aber? Die suchen dich bestimmt. Und wenn sie dich finden, dann musst du zurück in die Klinik. Sie werden uns nicht finden. Uns? Du kommst mit nach Argentinien. Soll ich noch bleiben und eine Flasche Wein aufmachen? Ich kann das nicht. Was hast du denn vor? Ich hole Lisa ab. Willst du ihr wirklich den Abend mit Andi verderben? Ich hätte vor keine Ruhe. Was, wenn ihr doch etwas passiert? Dann ruf sie an. Das geht einfacher und schneller. Vielleicht hast du recht. Mach dich nicht verrückt. Wer hat dich denn vergessen? Hallo? Lisa, hier ist Susanne. Nein, hier ist Coco. Wo ist Lisa? Die müsste noch unten im Club sein mit Andi. Soll ich sie holen? Nein, ist nicht nötig. Solange ich weiß, dass die beiden da sind, bin ich beruhigt. Danke, Coco. Bitte. Siehst du, deine Sorge war völlig umsonst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.